Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute sehe ich eine Runde Shakes and Fidget. Anlässlich der neuen Pakete im Webshop, die exklusiv nur im Webshop erhältlich sind, gibt es von meiner Seite aus wieder ein kleines Giveaway für euch. Und zwar habe ich mich nicht lumpen lassen und wir hauen wieder 100 Euro Paysafe Guthaben-Card raus, was jetzt einen Gegenwert momentan gerade von 3700 Pilzen und vielen coolen weiteren Sachen hier im Webshop entgegenbringt, wenn man sich das Paket hier kaufen würde, was man ja auch direkt machen kann. Man muss ja das hier davor nicht extra nochmal freikaufen. Und ja, was ist die Voraussetzung? Was müsst ihr dafür machen? Ganz einfach, falls ihr noch kein Abonnent hier auf dem Kanal seid, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr hier ein kostenloses Abo dalasst, um auch in Zukunft keine weiteren Giveaways zu verpassen. Dann wäre es sehr cool, wenn ihr hier ein Like auf das Video dalasst, um mich zu supporten. Und ganz wichtig, auch einen Kommentar hier unter dem Video schreiben und dann nehmt ihr auch schon automatisch an dem Giveaway dran teil. Ja? Das Ganze losen wir aus am Montag um 15 Uhr hier auf YouTube. Da wird der Gewinner bekannt gegeben. Also 2 Tage habt ihr Zeit, um hier dran teilzunehmen. Wir haben ja noch genügend Zeit. Bis zum 6.4. sind ja diese Pakete noch im Webshop aktiv. Deswegen bis dahin ist noch genug Zeit, denn sich auch noch dann mit den Pilzen und den Paketen einzudecken, um halt im Legendary Dungeon anlässlich dazu dann vielleicht ein bisschen mehr reinzugehen. Und genau, das sind die Pakete momentan gerade im Webshop. Ne, wie gesagt, die sind exklusiv nur im Webshop, die gibt's nicht in-game oder irgendwie im Browser oder ja, sonst irgendwo. Auf Steam, iOS und Android exklusiv nur im Webshop. Und wie gesagt, es ist sowieso zu empfehlen, immer über den Webshop halt eben aufzuladen, weil ihr halt eben hier aktiv halt einfach euer Geld, sag ich mal, spart. Auf Steam, iOS und Android würde das Paket jetzt nicht 100 Euro kosten, sondern 120 Euro. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, ne? Auch bei den normalen Pilzpaketen. Und deswegen sowieso immer zu empfehlen, über den Webshop aufzuladen. Und ja, wenn ihr mich da bei noch mehr kostenfrei supporten wollt, dann gibt es hier einfach den Creator-Code, gebt ihr einfach Dorze ein, ja, und dann weiter zum Checkout, dann hat er den Creator gefunden und dann werde ich daran noch mehr kostenfrei beteiligt. Das Ganze kostet euch keinen Cent mehr, ist aber ein Riesensupport für mich an der Stelle, deswegen vielen lieben Dank auf jeden Fall an alle Leute, die das machen sollten. Ob ihr jetzt nun das Geld direkt zu 100% zu Playa gebt oder ja, ob ich dann noch 5% von abbekomme, das könnt ihr euch natürlich dann selbst aussuchen. Ja, das Geld kommt da ja so oder so an, deswegen, ob das jetzt nur 100% sind, die sie bekommen oder 95% und ich noch einen kleinen Teil davon abbekomme, da könnt ihr dann selbst aussuchen, wen ihr dann euer Geld da natürlich geben wollt dann an der Stelle. Ne? Deswegen danke auf jeden Fall für den ganzen Support. Ich wünsche euch viel Erfolg bei dem Giveaway und natürlich auch viel Erfolg im Legendary Dungeon. Ja, wir haben bisher semi-guten Erfolg gehabt, sag ich mal. Also wir sind gut durchgekommen, wir haben fast alle Items gefunden, aber uns fehlt halt eben nach wie vor noch der Gürtel. Das werden wir mal heute versuchen in dem Video hier zu bewerkstelligen. Falls das nicht klappen sollte, dann werden wir morgen einfach im Stream, morgen bin ich übrigens nochmal live auf Twitch, am Sonntag zwischen 17 und 18 Uhr, große Dungeon-Pause-Auflösung mit Paul Terra zusammen auf seinem Char und auf nochmal eine neue Equipung quasi, auf meinem Krieger. Gehen wir auch hardcore rein in den Dungeon. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, sehr gerne auch auf Twitch reinfolgen. Dort werden wir auch weitere Giveaways mit Pilzcodes für euch parat stellen, die ich an euch verlose. Ne? Das sind zwar jetzt keine 100 Euro, aber das sind trotzdem von 50 Pilze bis 250 Pilzcodes. Ne? Und ich denke mal, einen geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Ne? Deswegen, das auf jeden Fall dazu. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, wie weit wir hier im LD kommen. Wir machen mal den Durchlauf hier noch zu Ende und schauen einfach mal, ob wir Glück haben und vielleicht den heiß begehrten Gürtel noch finden. Das letzte Item, was mir tatsächlich fehlt. Ansonsten habe ich soweit alles zusammen. Das ist jetzt momentan gerade auch der 16. Run. Beziehungsweise halt, ich hatte ja auch ein paar Ultimate Runs dazwischen gehabt. Aber das 16. Epic Legendary Item, was ich bisher jetzt so bekommen habe. Und ich würde mal sagen, so langsam
Aber sicher wird es dann auch mal Zeit, dass wir den guten alten Gürtel hier bekommen sollten, ne? Ansonsten wird es halt echt, ja, wird es nochmal ziemlich teuer werden irgendwie, weil eigentlich wollte ich dann nicht nochmal aufladen auf meinem Account, aber wenn ich es nicht schaffen sollte, binnen den 10 Tagen jetzt hier, solange der LD halt noch offen ist, den Gürtel nicht zu bekommen, ja, das kann ich leider mit meinem Gewissen hier auf dem Main nicht vereinbaren. Ja, da muss ich dann halt einfach aufladen. Geht nicht anders, weil ich dann schon alles hier auf meinem Main zumindest, auf den anderen Accounts ist mir nicht hundertprozentig so wichtig, zumindest bei den Legendaries alles auf 100% zu haben. Aber hier auf dem Main würde ich das dann doch schon ganz gerne haben wollen, ne? Ja, ansonsten, wie gesagt, wenn einem da jetzt das ein oder andere Item fehlt von den Legendaries, ist es nicht ganz so wild, weil, ja, wenn man jetzt zum Beispiel nicht unbedingt jeden Tag irgendwie Steine skippen will oder so, ne, und da dann die orangen Edelsteine bekommt, dann kann man da auch mal einen Tag lang irgendwie drauf verzichten, sag ich mal, ne, ja, und man hat ja trotzdem immer noch eine relativ hohe Chance, orange Steine zu bekommen, auch wenn jetzt mal noch irgendwie ein Item fehlen sollte, ne? Denn je mehr legendäre Einträge man hat, umso höher ist die Chance halt auf legendäre Edelsteine aus der Mine, ne? Aber ja, die Chance ist halt trotzdem immer noch sehr, sehr hoch, diese zu bekommen, auch wenn jetzt hier ein Item fehlen sollte. Und ich bin jetzt in einer Stage von einem Game angekommen, wo ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag mir neue Steine skippen muss oder so für ein paar Statpunkte, deswegen, das ist ganz selten mal der Fall. Deswegen diesbezüglich lohnt es sich halt nicht so dolle, aber wie gesagt, ja, es ist halt für mich einfach nur so, ja, ich will es auf jeden Fall, haben, damit ich es halt eben auf 100% habe, so, ne? Ja, leider sind wir bei den Challenge-Räumen jetzt hier nicht weitergekommen. Erste Ebene haben wir geschafft, die zweite, ja, haben wir dann leider schon auf den Sack bekommen. Ich wollte ein bisschen tryen, aber ja, jetzt so nach der zweiten oder so wäre ich, glaube ich, auch rausgegangen, aber ja, dass wir in der zweiten direkt dann hier down gehen, ist natürlich ärgerlich, ne? Ich hatte bisher bei den Challenge-Räumen in den 16 Runs bisher auch noch kein einziges Mal das Vergnügen gehabt, ein legendäres Item zu ziehen. Das hatte beim letzten LD dafür relativ gut, was ist denn das jetzt hier schon wieder? Oh, Full Life, ja moin. Sehr gut. Das hatte beim letzten LD besser geklappt. Da hatte ich die Challenge-Räume wirklich gut, ja, meistern können und habe da auch extrem viele, ja, legendäre Gegenstände bekommen. Es war aber für mich auch schon ein bisschen komisch gewesen, weil ich hatte vorab nie ein legendäres Item aus den Challenge-Räumen bekommen und beim letzten LD dann halt irgendwie 3-4 Mal am Stück oder so gefühlt, ja, also 3 Mal auf jeden Fall, ich glaube, das 4. Mal weiß ich nicht auf demselben Account, das war schon echt sehr, 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 sehr viel und das fand ich dann auch ein bisschen komisch und jetzt haben wir halt wieder, ja, so gar nichts am Start halt, ne, deswegen, ich weiß nicht, wie genau das da auch so gebalanced ist, das würde mich mal echt interessieren, wie da so die Drop-Rate wäre von sowas, aber ja, da werden wir wohl ja nicht wirklich reinschauen können, wie da so das Ganze da hinter den Kulissen aussieht, ne? Jo, ansonsten haben wir hier auch, als ich gerade jetzt hier diesen ja, Elementardrachen besiegt habe, das ist tatsächlich eine Anspielung an einen alten Zelda-Teil gewesen, mit diesem Elementardrachen, mit diesen 3 Elementen da als Köpfe so. Wir haben zusammen im Stream am Donnerstag auch wirklich zusammen sehr, sehr viel coole Sachen rausfinden können, was so Anspielungen bezüglich ja, der Gegner hier angeht und so. Da muss ich sagen, das war echt cool gewesen, zusammen mit dem Chat halt eben, ja, da die ganzen Dinge da zu erforschen und halt rauszufinden, was da halt, was da so hintersteckt, was für eine Anspielung, weil bei vielen Gegnern, die hier, Downgrade, sind hier echt coole, ja, aus alten Serien irgendwas so, Anspielungen an irgendwelche Verfilmungen oder Kinderserien, ne, wie zum Beispiel der erste Zwischenboss oder halt eben, ne, wie gesagt, jetzt dieser Elementardrache,
von Zelda. Das ist mir zum Beispiel auch nicht aufgefallen. Dann gab es noch eine Anspielung an die Monster AG. Harry Potter ist hier mitunter im Dungeon und was weiß ich, nicht noch alles hier irgendwie. Eine Anspielung an Mobile Dungeon, an das Game. Ja, also es sind echt viele coole Anspielungen diesmal hier. Finde ich sehr cool und immer sehr schön. Sollte man auch immer mal ein Auge drauf werfen hier auf diese ganzen kleinen Details, weil am Ende des Tages ist es halt eben auch das, was Shakes and Fidget so ausmacht, ne? Diese Liebe zum Detail und diese kleinen versteckten Dinge überall, die man so entdecken kann, wie zum Beispiel den kleinen Lindhasen hier hinten so, ne? Das finde ich halt sehr, sehr cool. So, jetzt haben wir nochmal einen Run gemacht und dann wollen wir mal hoffen, dass wir jetzt hier den Gürtel rausbekommen, den wir jetzt so doll brauchen. Mal gucken, ob wir Glück haben und hier jetzt das letzte fehlende legendäre Item aus der Kiste bekommen. Wir öffnen das Ganze in 3, 2, 1. Let's go! Let's fucking go! Ja, 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 ja. Geil, geil, geil. Oh, wie cool. Alter, wie nice, wie nice, wie nice. Sehr schön. Wir haben das letzte fehlende Puzzlestück komplettiert. Live in dem Video hier. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Sehr, sehr cool. Geil, 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 geil. Jetzt haben wir die Sorge auch erstmal vom Tisch. Das freut mich einfach. Der Hasenhalter, ja. Hasenhalter hält selbst der stärksten Hoppeleinheiten stand, damit kein Ei plötzlich frieren muss. Ja, so sieht das Ganze aus hier. Der Hasenhalter, das letzte Item, was uns gefehlt hat. Zack. Da ploppt die 1 auf und da haben wir den Gürtel vervollständigt hier. Jetzt haben wir alle Items zusammen. Sehr schön, sehr, sehr cool, dass das noch geklappt hat hier im Video. Ja, das freut mich wirklich sehr. Und dann kann ich jetzt auch beruhigt hier den Server erstmal so abschließen. Ja, ich werde natürlich trotzdem nochmal meine Free Tries hier machen. So, ne? Das ist übrigens die Monster AG Anspielung gewesen, der Gegner gerade da. Ja, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber das war auf jeden Fall die Anspielung, die an die Monster AG wohl ging. Ne? Und ja, so eine kleine Monster hier gibt es halt überall. Deswegen, ja, gerade bei den Monstern finde ich den Dungeon halt sehr gelungen. Von der Gestaltung her, wie der so vom Background her so aufgebaut ist, muss ich sagen, ja, kann man auf jeden Fall machen. Da gab es schon mal imposantere Dungeon, ja, Backgrounds, würde ich mal so sagen. Allerdings ist es jetzt auch nicht verkehrt. So, ne? Aber die Monster diesmal, muss ich sagen, stechen für mich dann schon ein bisschen mehr raus als der Background jetzt so vom Dungeon. Und deswegen, ja. Aber generell bin ich trotzdem sehr zufrieden. Always choose the rock. Ja, hat er sich auch so gedacht, deswegen hat er auch den Stein genommen. Ja, bin ich sehr zufrieden und vor allen Dingen jetzt auch gerade, dass wir den Server jetzt hier schön abschließen konnten jetzt dadurch und dann können wir uns dann schön am Sonntag auf den anderen Server konzentrieren, damit wir dort halt eben auch uns komplett neu equippen. Ne? Und deswegen, ja, das ist sehr, sehr cool. Hier, den Endboss, den meinte ich übrigens hier mit der Kinderserien-Anspielung natürlich. Ne? Und ja, wir gucken mal, wie weit wir noch kommen hier in den Run. Ja, schauen wir einfach mal, wie weit es geht. Ich wollte jetzt den Run eigentlich beenden und dann halt eben, keine Ahnung, morgen oder so dann weitermachen, ne? Damit wir hier unseren Regenerationsstand auch schön ausnutzen können, damit er sich dann über die Zeit dann wieder ein bisschen Leben dazu regeneriert. Aber dafür kommen wir jetzt gerade noch relativ weit, muss ich sagen. Ja, also sehr, 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 sehr weit. Mal schauen. Es ist jetzt einfach Freestyle, ne? Gucken wir einfach mal, wie weit wir jetzt hier mit diesem Free Try kommen. Jetzt könnte nicht krachen. Okay, wir haben noch ein paar Dietriche. Jetzt kriegen wir nochmal einen Heal rein. Also ich spiele jetzt einfach so weit ich jetzt komme hier, ne? Wenn wir jetzt noch den 6-fach-Heal finden, dann, ja, sieht es schon mal wieder gar nicht so gut, sieht es gar nicht so schlecht aus hier mit einem Zero-Death-Run vielleicht, aber, na, wir haben relativ wenig Schlüssel. Die Grundlage für einen Zero-Death-Run ist nicht so gegeben, da müssten wir mehr Schlüssel jetzt schon gefarmt haben, das haben wir jetzt leider nicht, weil wir zum Anfang relativ viel... Ja moin, jetzt werden wir sogar noch getroffen. Relativ viel... Alter, was ist das denn? Okay, jetzt haben wir auch Pech. Was wollte ich sagen? Relativ viel auf
ja, Türen öffnen und so gegangen sind, ne, damit wir, ja, weil ich jetzt nicht damit gerechnet hätte, jetzt nochmal so weit zu kommen hier an der Stelle. Ist auch jetzt schwer, Schlüsse zu farben, weil auf der einen Seite ist es zwar ganz cool, Seele des Hasen zu haben, aber auf der anderen Seite können wir halt eben dadurch auch die Monster nicht wirklich angreifen, weil die Seele des Hasen einfach 40% mehr Damage dann halt eben uns bringt, beziehungsweise wir mehr Damage kassieren. Aber wir kommen natürlich dann halt eben ohne irgendwie aktiv hier eingreifen zu müssen, natürlich deutlich weiter. Was natürlich auch cool ist, also in den Etagen, aber wir kommen halt eben in die Räume jetzt nicht so wirklich rein, weil wir halt eben keine Schlüssel haben. So, ne? Das könnte früher oder später dann halt auch krachen. Hier ist die Mobile Dungeon Anspielung, ja, aber wir kriegen noch den 5er Challenge Raum hier mit. Gucken wir einfach mal, was wir hier noch kriegen. Okay, Kristalle. Ja, wir weichen jetzt einfach so lange aus, bis wir jetzt hier irgendwie, ne, nicht mehr ausweichen können. So, jetzt können wir uns hier leider nichts mehr kaufen, das ist halt das Ding. Ne? Das ist das Ding halt eben, jetzt wenn man keine Schlüssel hat. Aber man kommt generell relativ weit durch die Seele, alleine schon durch die Seele des Hasen. Ne? Also alleine diese Glyphe. Na gut, jetzt kracht's natürlich. Ja, und jetzt ist halt eben, ne, schwierig. So, ich nehme mal einfach den Fallenraum hier mit. Ja, wir greifen an, es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir kriegen noch einen Schlüssel. Wir gehen mal durch die Opfertür, weil, ja, Monster will ich jetzt nicht unbedingt angreifen. Ja, wir sind noch gut weit gekommen. Also wir sind bis zur Etage 75 gekommen, ohne einmal zu sterben. Ist okay. Haben wir noch mitgenommen hier im Video, ne? Warum nicht? Aber man kriegt natürlich nicht viel Rewards, ne? Das ist natürlich dann auch klar an der Stelle. Aber für ein Free Try definitiv nicht schlecht. Auch nochmal im Video festgehalten hier. Gürtel, dann nochmal Free Try auf 75. Kann ich nicht klagen. Bis dahin, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg beim Giveaway. Ja, und ich hoffe, dass ihr auch einigermaßen Glück habt im LD. Wünsche ich euch auf jeden Fall, dass ihr eure Items bekommt, die ihr euch wünscht. Bis dahin, alles Gute, passt auf euch auf, haltet die Ohren steif. Haut rein und bis zum nächsten Mal.